He switches to Charizard, but Nkileo unable to find the mark, but there's a back air instead. Oh, thought he went too low for a second, but able to find his footing. Here's a grab. Oh no, this is so scary. Okay, bevor ich euch den nächsten Ausschnitt zeige, muss ich euch erstmal erklären, was hier gerade passiert. Das hier ist ein Ausschnitt aus den Grand Finals von EVO 2019, dem größten Smash-Turnier aller Zeiten. EVO war praktisch wie die WM von Smash. Jedes Jahr war es das größte und prestigereichste Turnier. Aber speziell EVO 2019 war nochmal was Besonderes aufgrund dieser beiden Spieler hier. MKLeo und Tweak. Dieses Set hier ging in die Smash-Geschichte ein, als das beste Turnierset aller Zeiten. Es war das Finale einer Rivalität, das sich seit dem Release von Smash Ultimate aufgebaut hat. Eine Rivalität um den Titel des besten Smash-Spielers der Welt. Und das Ganze fing ein halbes Jahr davor schon an, als Smash Ultimate Anfang Dezember 2018 veröffentlicht wurde. Das Spiel hatte einen riesigen Hype und vor allem in der Competitive Smash-Szene wollte man unbedingt wissen, wer die besten Characters sind und viel wichtiger, wer der beste Spieler der Welt sein wird. Der erste Kandidat für diesen Titel war Tweak, ein amerikanischer Smash-Spieler. Direkt nach dem Release gewann er nämlich ein kleines Turnier, wo nur die besten Spieler aus den USA eingeladen wurden. Und direkt war hier klar, dass Tweak perfekt für Smash Ultimate geeignet war. Er war nämlich schon im vorherigen Smash-Titel der zweitbeste Spieler auf der ganzen Welt. Besonders bekannt war er vor allem für sein extrem sauberes und schnelles Movement, ein Aspekt, welcher in Smash Ultimate dann nur noch verstärkt wurde. Ende Dezember gewann Tweak dann auch das erste große Turnier in Smash Ultimate, Let's Make Moves, mit mehr als 400 Teilnehmern. Mit seinem Main Wario wurde Tweak für viele dann schon der beste Spieler aus Amerika. Und da Amerika als die stärkste Region in Smash gilt, war er somit auch der erste Kandidat für den Titel des besten Smash-Spielers. Jedoch gab es noch einen anderen Spieler, auf den alle gewartet haben, nämlich MKLeo, ein mexikanischer Smash-Spieler. Als er 14 Jahre alt war, gewann er ein kleines Turnier in Mexiko, in dem er gegen einen Top-3-Spieler der Welt gewann. Seitdem war er bekannt als eines der größten Talente in der gesamten Smash-Geschichte. Gegen Ende der Smash 4-Laufbahn war er dann der unangefochtene beste Smash-Spieler der Welt. Aber MKLeo war nicht unbesiegbar. Es gab einen Spieler, gegen den er immer Probleme hatte, nämlich Tweak. Im direkten Set-Vergleich stand es 6:3 für Tweak. Und auch als MKLeo die gesamte Smash-Szene dominierte, konnte er nie die Oberhand gegen seinen Rivalen kriegen. Viele waren also gespannt, ob MKLeo in Smash Ultimate weiterhin die Nummer 1 bleiben wird. Anfang Januar nahm MKLeo dann endlich an seinem ersten Smash Ultimate Turnier teil, Smash Conference, mit mehr als 300 Teilnehmern. Mit seinem Main Ike gewann er das Turnier problemlos und war somit der zweite Kandidat für den Titel des besten Smash-Spielers. Und kurz darauf war es dann endlich soweit. Das erste große Turnier, wo beide, MKLeo und Tweak, dabei waren. Glitch 6 mit mehr als 500 Teilnehmern. Viele wollten hier unbedingt die Begegnung zwischen diesen beiden Spielern sehen. Aber leider kam es nicht dazu. Zur großen Überraschung belegte MKLeo nur den 4. Platz. Während Tweak ohne Probleme das Turnier gewann. Alright, and there it is. I was not expecting that to be the end of this game, but that is exactly what it is now. Somit lag Tweak also leicht vorne im Rennen, aber es hat nicht lange gedauert, bis zum nächsten großen Turnier. Nur 2 Wochen später fand nämlich Genesis 6 statt. Und wenn EVO als die WM in Smash gilt, da war Genesis sowas wie die EM. Genesis 6 hatte mehr als 2000 Teilnehmer. Es war das 6. Smash-Turnier aller Zeiten und das erste Turnier in Smash Ultimate mit mehr als 1000 Teilnehmern. Es war also praktisch die erste Vorentscheidung um den Titel des besten Smash-Spielers. Und da Tweak die vorherigen Turniere alle dominiert hat, war er natürlich für dieses Turnier der erste Seed und somit auch der Favorit des Turniers. Man hat gehofft, dass hier endlich die Begegnung zwischen Tweak und MKLeo zustande kommt. Aber leider kam es wieder nicht dazu. Diesmal war es aber genau andersrum. Tweak war nämlich derjenige, der nur den 9. Platz belegte, während MKLeo das Turnier gewann. Beide Spieler hatten nun einen weiteren Charakter im Repertoire. Tweak spielte neben Wario nun auch Wolf, während MKLeo neben Ike auch Lucina spielte. Und mit Lucina konnte er schließlich auch das Grand Finals gewinnen. Und jetzt war das Rennen eigentlich komplett offen. Beide Spieler haben jeweils ein großes Turnier über den anderen gewinnen können. Aber da MKLeo das größere Turnier gewonnen hat, war er für viele nun der leichte Favorit. Und im Februar fand dann Frostbite 2019 statt.
Schon das zweite Turnier mit mehr als 1000 Teilnehmern. Vor allem war Frostbite aber auch dafür bekannt, dass oftmals japanische Spieler an dieser Turnierserie teilnehmen. Die japanische Szene gilt für viele als die zweitstärkste Region der Welt, wenn nicht sogar die stärkste Region. Somit war Frostbite also mehr ein internationales Turnier und viele waren gespannt, ob MKLeo und Tweak immer noch so stark dominieren werden wie zuvor. Viel wichtiger war aber eher die Frage, ob es endlich zu einer Begegnung zwischen den beiden Spielern kommt. Und es sah stark danach aus, als ob es endlich soweit wäre. Beide Spieler dominierten ihre Seite des Turnierbaums und im Winners Finals kam es nach 3 Monaten endlich zur ersten Begegnung zwischen MKLeo und Tweak, den 2 besten Spielern der Welt. MKLeo, the only other person who's a contestant to be the best player in the world? Yo, All right, let's ready see to how this goes. Even though it might be nice to be able to get those grabs, you saw how much damage he did in the beginning. Doesn't even matter. Has been barely able to hit him in the last minute or so. Yeah. We'll see. He's definitely looking for that grab. See? Okay, there it goes. Yo, But that's going to be the first game 2-stop from MKLeo. Wow, what a statement. Against Swordies too. Might as well try it out, see how it goes. Let's see. The troublesome part is Wario likes to jump in the air. It's going to be hard. Take it back again. What? Somehow. He knew he would drop the shield. Gets back on the stage. Oh, he's looking for the up tilt. He's looking for it. There it is. Oh, no! He missed the walk. He misses the confirm. You saw MKLeo get knocked on that platform, roll to the side. That was game number 2. Currently 2-0 in the favor of this isn't a local, man. Okay, there it is. He managed to get the right combo and yo, gosh! oh my God! I would definitely be surprised because there's a walk. And down there, Yes. perfect job right there. You saw the spacing, gets the edge guard, and Tweak is back. 2 stocks, that's quite the statement. But Keep in mind, he's able to connect the twos right here. okay, and here comes the grab combos yet again. Uh-oh. 61% already. And the walk is coming up No really jump, soon. no Whoa. jump. Oh, yes, jump. Down Down there. there. Whoa! Look at that. Possibly. I heard his link is nice. Is it link? Oh. No, unfortunate. Ladies and gentlemen, Tweak, another 2-stop. It's pretty scary because remember, this is game 5 when you decide to pick up the seal. Yeah, and Tweak has to make sure all of his combos are true, because MKLeo could also be out of them. That Dolphin Slash has the involved frames on startup. So good at the spacing of Lucina. Likely the best Lucina in the world at this point. Honestly, Especially because he yeah. was the best Marth in the last game. Wait. The walk! Oh my God! There it is! And this is why this character is such a That's a punish for sure. He's Down being throw. risky with Roll that. it. Watch the roll. Yep, He he's saw rolling it. again. You see it too. Back down to stack. Tweak with 3. 2 stops in a row. my Check it out, God. MKLeo. Proving to the world right now. Oh Who's my the best? I'm the best. Das Winners Finals endete mit einem knappen 3-2 für Tweak. Und auch nachdem MKLeo seinen Gegner in Losers Finals dominant mit 3-0 besiegen konnte, Oh my goodness. That was a F-smash. checkmate. war er für Tweak auch im Grand Finals immer noch kein Gegner. Able to knock him off the stage. Oh no. Oh no, that is the champion of Frostbite. 2019 TSM Tweak. 3-0 endete das Grand Finals und Tweak konnte somit die ersten 2 Begegnungen gegen MKLeo für sich entscheiden und vorzeitig erstmal den Titel des besten Smash-Spielers für sich nehmen. Nach Frostbite war für einige klar, dass Tweak der momentan beste Smash-Spieler der Welt ist. Viel wichtiger war aber eher, dass Tweak und MKLeo mit großem Abstand als die 2 besten Spieler der Welt galten. Das Rennen um den Titel des besten Smash-Spielers war so offen wie noch nie und man hat gehofft, in den weiteren Turnieren noch mehr Begegnungen zwischen den beiden Spielern zu sehen. Aber leider sah es nach Frostbite plötzlich ganz anders aus. Down there? Oh, he misses Oh, it. no. That might be it. Oh, and the my tech! God. Oh my gosh. That Oh, up air and the should be able upper, to take and it. he takes it. Fantastic coming out from Nairo. So many edge guard. Im März belegte Tweak auf einem größeren Turnier nur den 5. Platz und MKLeo war hier nicht mal dabei. Im April kam es dann zur Prime Saga, wo beide Spieler, MKLeo und Tweak, nur den 7. Platz belegten. You're so Oh, risky. there's the back air. Oh my God! Light does it, taking out MKLeo, arguably one of the best players in the planet, out of the tournament. This Finishing. Kurz darauf fand Pound 2019 statt, wo MKLeo auch nur den 7. Platz belegte. Und Tweak war diesmal derjenige, der nicht dabei war. Great. That's back-to-back, national level tournaments that MKLeo has saw a 7th place finish at. Yes. Last week, Prime Saga. Die Dominanz der beiden Spieler war plötzlich verschwunden. Die anderen Spieler waren extremst motiviert und wurden schnell besser,
Aber beide Spieler, MK Leo und Tweak, litten unter dem gleichen Problem, weil sie wussten nicht genau, auf welchen Charakter sie sich fokussieren sollen. MK Leo fing auch an, neben Ike und Lucina Wolf zu spielen, während Tweak zusätzlich zu Wario und Wolf nur noch Youngling spielte. Es waren einfach zu viele Charakter, wodurch keiner von beiden sich so wirklich auf einen Main-Charakter fokussieren konnten. Aber wie gerufen, kam dann im April der erste DLC-Charakter, Joker. We've been invited. Invited to steal the greatest treasure of all. What? Smash Bros? Is this for real? MK Leo war direkt komplett überzeugt von dem Charakter und hat sich sehr schnell dazu entschieden, seine komplette Zeit auf diesen Charakter zu fokussieren. Viele waren erstmal skeptisch, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Und das bestätigte sich auch nochmal, als MK Leo kurz darauf mit Joker auf einem japanischen Turnier den 33. Platz belegte. Seine schlechteste Platzierung aller Zeiten. Aber für MK Leo war das alles nur ein Lernprozess. Auf dem nächsten Turnier, Get On My Level 2019, konnte er mit Joker schon den 4. Platz belegen. Just what Lars is looking for, takes out the seeded #1 player in this tournament. Tweak auf der anderen Seite schaffte es sogar, dieses Turnier hier zu gewinnen und hatte auch einen neuen Charakter in seinem Repertoire, Roy. Oh my goodness! That's it. Ladies and gentlemen, there you have it. To Get On My Level 2019 Grand Finals Champion Team. Und eine Woche später fand dann MomoCon 2019 statt. Das dritte Smash Ultimate Turnier mit mehr als 1000 Teilnehmern. Und hier schien die Dominanz von MK Leo und Tweak wieder zurückzukehren. Genau wie auf Frostbite schon dominierten beide Spieler ihre Bracket-Seite und trafen schließlich im Winners Finals wieder aufeinander. Tweak fing wieder mit Wario an, der Charakter, der ihn auf Frostbite zum klaren Sieg gegen MK Leo führte. MK Leo auf der anderen Seite spielte natürlich Joker, mit dem er zu dem Zeitpunkt zwar noch kein großes Turnier gewinnen konnte, aber es schien so, als ob der Joker immer besser und besser wurde. Und das Set fing an. Die dritte Begegnung zwischen MK Leo und Tweak in Smash Ultimate. Have to respect the Rebellion's guard, because if you don't, all of a sudden, you have a Joker that is buffed for 30 seconds. And right now, MKLeo is showing us that even though, wait, yes. Oh my gosh, Sith bullets! I can't believe it. And you know, I did have a discussion with MKLeo. He feels like this character Joker is top 10 material. Oh my goodness. He thinks, That's it? That's Dude, a KO! Well, I'm Joker! What did I One tell you, arson! guy? MKLeo wasting absolutely no time. He knew that this character was going to be a good investment. A very good investment. When he was playing this at first, I thought it was a joke, but right now, he's making the Wario look like a joke. How is he going to be able to For push six aerials right now. Oh, that Oh chase. my goodness! What a punish. So right there, I guess Tweak banking on MKLeo, taking in place for missing the tag. It looks like he, busting out the Akechi skin he was able to do, not only on the character, but even psychologically on MKLeo, has been working out well. Oh my god. Okay, that's wild. When he did that downer, usually he does downer into up A smash. bite, if he sees it, K-dash attack. That's like the same one twice. What even just happened? What a Way madman! off the stage to get that back air. And Leo. that's how you're supposed to play Joker, with that impressive recovery that he has. Yeah. Losing any sense. Right now he's down 0-2 and decided to stick with the Wario. Let's see if he's going to be able to bring it back. You know what I like about MKLeo? He doesn't wear the same clothes every day. Unlike you. Here we go. Wait, hello? All right, let's continue. All right, game number 3, up smash punish coming out from Leo. I did like what MKLeo did there. You notice I used the down tilt to sneak underneath. Oh, Leo was parrying the second into the neutral air. Another one? Oh, No, this time he's trying to push him to the edge with the back air. oh, Wait, could be a wait. WAP coming up. Oh my goodness! Not a KO, great DI by MKLeo. And Leo right now trying to get revenge for that one time when he got 3-0 by Tweak. Ooh. By trying to get a 3-0, but slapping him right off that ledge. Playing it safe. I believe in this. This is definitely the best idea to do. Let Artson actually run up, but it doesn't matter. Falling fair into up smash. Leo! MKLeo at that. MK Leo gewann das Winners Finals 3-0 und auch im Grand Finals konnte MK Leo sich mit einem klaren 3-1 gegen Tweak durchsetzen. Okay. Goodness gracious. But does he need the Arson? Does he need the Arson? No, he doesn't! MK Leo fighting back against Tweak. Winning! There it is, ladies and gentlemen, your MomoCon 2019 champion. Es war praktisch komplett identisch zu Frostbite, nur waren die Rollen hier vertauscht, wodurch es im direkten Vergleich nun 2:2 zwischen den beiden Spielern stand. Aber diesmal war die Situation danach etwas anders. MK Leo fing nämlich an, die komplette Turnierszene zu dominieren. Eine Woche später fand Smash & Splash statt, das 4. Turnier mit über 1000 Teilnehmern. Ohne nur ein Set zu verlieren, gewann MK Leo dieses Turnier.
Oh, no, my God. no, you can't do that. You can't. Wow. Leo, even there in the depths of the I black zone on cannot. the right-hand side, he finds a way. Und Tweak auf der anderen Seite belegte nur den 33. Platz. Seine schlechteste Platzierung überhaupt. What? Really? Kurz darauf nahm Tweak auch erstmal eine Pause von großen Turnieren und war von der Bildfläche erstmal verschwunden. Und MKLeo, der konnte dann auch das nächste große Turnier, CEO, problemlos für sich entscheiden. Oh, that is it! And your winner for CEO 2019 is none other than MKLeo! Es schien so, als ob MKLeo nun ohne Tweak keine Konkurrenz mehr hätte, wodurch er einen Monat vor EVO als der klare beste Smash-Spieler der Welt galt. Aber das Rennen war noch nicht vorbei. Tweak hatte nämlich in der Zeit vor EVO bei vielen kleineren Turnieren teilgenommen und konnte jedes Turnier für sich entscheiden. Mit Low Tier City 7, 2 Wochen vor EVO, nahm Tweak sogar auch an einem größeren Turnier wieder teil, welches er ebenfalls problemlos für sich entscheiden konnte. Der Grund für Tweaks plötzliche Dominanz war seine Charakterauswahl. Zuvor hatte er Wario, Wolf, Young Link und Roy in seinem Repertoire. Aber ähnlich wie MKLeo widmete er nun seine Zeit nur noch einem einzigen Charakter. Es war nicht Wario, nicht Wolf, nicht Young Link und auch nicht Roy, sondern Pokémon-Trainer. Nur einen Monat vor dem größten Turnier aller Zeiten entschied sich Tweak, einen komplett neuen Charakter anzufangen und nur diesen zu spielen. Und zur großen Überraschung war er noch extrem gut mit dem Charakter. Und es schien endlich so, als ob Tweak seinen Main nun gefunden hat. Anfang August, ein halbes Jahr nach Smash Ultimates Release, kam es dann zum größten Turnier aller Zeiten, EVO 2019. Und kurz vor EVO kam auch das erste offizielle Ranking für Smash Ultimate raus, wo MKLeo den ersten Platz über Tweak erhielt. Aber auch wenn MKLeo für EVO als Favorit galt, war Tweak noch lange nicht raus aus dem Rennen. Vor allem mit seinem neuen Charakter, Pokémon-Trainer, wusste man erst recht nicht, wie gut er sich schlagen wird. Und auch hier hoffte man natürlich auf eine weitere Begegnung zwischen MKLeo und Tweak, welche zu dem Zeitpunkt im direkten Vergleich immer noch 2:2 standen. EVO fing an. Doesn't quite get what he was looking for though. 110 piece. Oh my God, that's gonna be the set! MKLeo sending MKLeo getting set. Und zur großen Überraschung verlor MKLeo extrem früh im Winners Bracket gegen Kameme. Es war ein gigantisches Upset. Keiner hat erwartet, dass MKLeo so früh ins Losers Bracket kommen wird, wodurch er nur noch ein Set davon entfernt war, im Turnier auszuscheiden. Und das beim größten Turnier aller Zeiten. Tweak auf der anderen Seite schaffte es problemlos bis ins Grand Finals. He knocks him off the bike, but it's not enough. He reads the roll-in, and Tweak is going to Grand Finals. Und es schien fast so, als sei sein Pokémon-Trainer unschlagbar. Aber MKLeo gab sich nicht geschlagen. Small Wolf, we're still living at this point. What kind of crazy match is this? Oh my god, the down smash? What kind of call out was that? And such a close game that was, a lot closer. Throwing out these back airs right above MKLeo, daring him to jump, but it's not going to matter. MKLeo knocking Zachary out of the tournament with the 2-stock, and I think MKLeo might be the inevitability to look out for. He is coming. This just yet. Or, Oh, well, oh, now you he did is. that. I'm You sorry. did that to him. I believed in Rhino to make the comeback, but MKLeo saying, not today. It's my speed on the ground. I'm surprised MKLeo didn't stand down and go for a forward smash, but he could get this edge guard right now, and he will! Sam Sora losing that lead, and that is a heartbreaker right there after everything he worked for. I think he wanted to go for the down smash, but he wasn't sure if it was going to hit. But he knows it's going to hit. The same kill confirm on Wario, and Leo is going to Grands. Nach 7 Sets im Losers Bracket war MKLeo endlich im Grand Finals. Er hat nur ein einziges Match im Losers Bracket verloren und schien unaufhaltsam zu sein. Aber im Grand Finals wartete natürlich sein stärkster Gegner in diesem Turnier. Es kam nun endlich zur 5. Begegnung zwischen den beiden Rivalen. Und wie als wäre es mit einem Skript geschrieben, fand die Begegnung im Grand Finals des größten Smash-Turniers aller Zeiten statt. Der Kampf um den Titel des besten Smash-Spielers nahm hier seinen Höhepunkt. MKLeo here. We're going to get into the game immediately on Pokemon Stadium 2, of course. MKLeo has to win 2 sets to take the tournament because Tweak has not lost yet. So much mileage out of that continuation off of the platform, but okay,
Ivysaur coming in with the vines. Of course, you gotta be so careful. Oh, but you need to be careful of beams. So when you have Arsene's recovery, it can actually be worse than regular Joker because it's very easy to intercept. But what is this? Is this the Le Fable? Back for a minute here. Charizard trying to space around in the middle of the stage to drag down into up smash. Red and Thunder Cannon going off. Oh no. Okay, he's able to make it back. I thought that was a little too ambitious, and it may have been. He gave up stage control for the edge guard. Instead, he's going to eat that back here for his troubles. Tweak evening it up. We're down to one stock, a That was piece. in a horrible spot. Charizard going to launch him off. And now, how's he getting back up? Not like that. Tweak wins game one. He's trying to silence the doubters for so long. Everyone said Leo's won 4-2. Do it, Squirtle, says Pokemon trainer back there, but Joker on the other side. Into Tweak. Yeah, absolutely getting this grab right here. He's going to toss him up off the stage. It's so good. But it's still extra good getting the Like down. that. Tweak is beating Leo at his own game here, but it does not matter to And Leo. of course, those vines will barely reach. But keep in mind, oh wow, he air dodged in Oh, but again. he's living, this man with the DI of the gods. And a counter as well to avoid the edge guard. Oh my God! This man is definitely transcended right now, and Charizard's out. Just throw out the Flare Blades and end this thing. Take all of our souls right now. Oh, run up, pivot, tilt. Game 2 to Tweak. One more game, and Tweak will win the biggest Smash tournament of all time. Playing since, I believe, Prime Saga. Back here from Leo. Yeah, rising right up against him, catching him there. But you're going to switch Pokemon in his face. He's going to punish you. The Flare Blitz barely saving you. You're not going to catch me with that for free. Got to be careful here. If he grabs him under that platform, you know what's happening. Woo, He baby wants it so hops. bad. He didn't get it. Okay, And the okay, back okay. air is gonna land. He is mixing it up. Oh, but he finally There it gets is. his claws on him, and that'll do it. Edge guard opportunity in such a good spot with that down air into the back air. Tweak got DI ready though. I think he got his DI mixed up just because he might have gone to the up smash. We need a Flare Blitz, and he doesn't, but it still gets the seems like he doesn't have the answer again. Like I said, Leo keeps changing the question, but now Tweak one stock away from winning Evo. Can't take much more punishment. So risky to go for the change right there, but he's able to almost make it back to the ledge. There he is, enough trump, but no back air. So many air dodges. He has to play so reactive. And there it is again. Leo says, hail to the king, baby. We're going to game 4. So Tweak, not historically not known for his composure. It has changed. Another back throw. Yeah, we're going off stage. And we're staying on track. Reads the roll in. He's ready for it with the forward tilt. That's another roll-off ledge read that we've seen in this top 8. And now what is this Tweak combo is right now? running away. I don't know if Leo's going to be able to come back from this. And this is what he needs to do. You cannot let up when you have any sort of momentum versus MK Leo. Keep it pressed, and there's another forward tilt up 2 stocks versus the best player in the world. Tweak needs one more stock to win Evo. Can he do it, or will Leo seal the deal here? That pivot right there, but he didn't have the read, and now maybe possibly for the eye on that. Does not want to be off stage against Leo. Absolutely. Wants to hold set. You see him. He's jumping to center stage. Right, and look at Leo coming alive right now. 74%, and poor little Squirtle cannot handle too much more. Neither can Ivysaur. Off the right side, and it's an even game. 49% only on MK Leo. Brutal hit by MK Leo. Calling out the Pokemon switch. Charizard is reeling. He wants to switch to Squirtle, but he's going to take even more damage. Leo is not going down without a fight. There's a back air instead. Oh, thought he went too low for a second, but able to find his footing. Here's a grab. Oh no, this is so scary. He wanted to catch up with the back air. He goes for what a a spike. big spike. Leo is able to get out. Okay, hier. Habt ihr es gesehen? Tweak traf MK Leo mit dieser Downer hier. Falls man diesen Move mit der richtigen Hitbox trifft, dann sendet dieser nach unten, was man einen Spike nennt. Aber weil MK Leo nur ein kleines bisschen schneller war, konnte er den Sweet Spot des Moves ausweichen, um einen Pixel, wodurch MK Leo zur Seite geworfen wird und nicht nach unten. Ein einziger Pixel hat hier den Unterschied gemacht, sonst hätte Tweak hier den Kill bekommen und das Turnier vorzeitig für sich entschieden. Aber wie die Smash-Götter es wollten, kam es nicht dazu. And now he pivoted. He had the read on that grab, but Yep. Tweak did not pull the trigger. And now a back air knocking But him so not far the away. sweet spot. What is the option? How you getting off the ledge? Oh my god, did he do it? Forward throw, he's gonna survive. Leo has Arsene out. This could go either way. Oh, he
reads him, but he does not pull the trigger on that forward kill, and now this could take him out. Oh, Tweek. MK Leo gewann extrem knapp das 4. Match gegen Tweek, der eigentlich schon mit einem Fuß über der Ziellinie war. Und ab hier war es dann nur noch die MK Leo Show. Ready to make this upset happen, or not upset, but the reset happen. Right there, he just did it twice in a row. And like, I think Leo might be weirdly conditioning him. He's so lucky, but here's a grab opportunity. No follow up. Yeah, he is not falling for that falling down air or those Pokemon switches off stage. There is the reset. Every time you see Tweek with a slight smile on his face. You don't know if that means, you know, They can get him back into the safety zone, but okay, of course. MK Leo throwing him off the stage, goes so low. Can he catch him with the back air? But can he make it he's back? so low. He tried to Did survive. he? He tried to survive. I don't think he tried to hit that flare blitz. I think what he was trying to do was stall it. Pumping. The blood is white hot. Especially like you get someone you don't want talking to you. Yeah. Stop hitting on me, please. Don't like you. Let me get away. Thank you. I have you. Oh no! And Leo shoulder powered. I don't know what to tell you. Good back throw there. They're able to launch that man off the stage, but oh my gosh, on the recovery coming off. Like he's gonna do it right here with his head guard. Yes, absolutely with the back air, taking him out of it, going up 2-0. Tweek, man, if you're in this scenario. Last set went to game 5. This one might only go to game 3. And you can see the crowd. Not gonna land. Yeah, dipping extra low right there. Make sure you recover the back air. Extra oof. Waiting for the third jab. So smart. He's going to try to go low. Can he spike it? He mistimes it. He grabs the left. And with that, MK Leo defeats Tweek to be your 2019 EVO champion. You can dread it. You can run from it. But in the end, MK Leo will arrive in Grand Final. MK Leo gewann EVO 2019, das größte Smash-Turnier aller Zeiten. Das Set ging in die Geschichte von Smash ein und es ist bis heute das meistgeschauteste Set in Smash Ultimate. MK Leo nahm das Momentum auch voll mit und war nach EVO so dominant wie noch nie. Er gewann so gut wie jedes große Turnier und belegte auch beim zweiten offiziellen Ranking den klaren ersten Platz. Und Tweek auf der anderen Seite belegte sogar nur den 3. Platz und verlor langsam aber sicher seine Dominanz, die er im ersten Halbjahr noch hatte. Vor allem gegen MK Leo konnte er kein einziges Set mehr im direkten Vergleich gewinnen. Im folgenden halben Jahr verlor Tweek insgesamt 5 weitere Sets gegen MK Leo. Und es schien so, als ob das Rennen um den Titel des besten Smash-Spielers nun ein Ende hatte. Ob das Ganze anders gewesen wäre, wenn Tweek MK Leo auf EVO besiegt hätte, vielleicht hätte Tweek danach das Momentum mitgenommen und wäre dann der beste Spieler der Welt geworden. Oder wer weiß, vielleicht hätte es am Ende gar keinen Unterschied gemacht. Aber eine Sache ist klar, es war eine Rivalität, die es so nicht nochmal geben wird. Okay. He's just waiting. He's chilling, He yeah. doesn't care. It's fine. Oh, Oh my God! Tweek does it with a banana hammer. Those patience at the end by Tweek, the Slim Reaper. I want to have that same level of composure as Leo always has. You know what I mean? Right. Like Leo is known as the guy that no matter what, like he could win in any moment. And for me, it's not always the same case. And I want to because we're both really good players, but he has that over me, and I want to. I literally admire him a lot. And I work as hard as I do in Smash as my job, partially because of him. We've been playing together for years. A long time, Multiple man. games. Since Smash 4 and everything. So, dude, you guys had battles, man. You know, thank you to him. We don't even play friendlies, but maybe we should, you know what I mean? Push each other. But yeah, thanks so much, y'all.